Da mir niemand meine Traumtastatur verkaufen wollte, habe ich jetzt in den sauren Apfel gebissen und mir eine in Einzelteilen zum Selbstzusammenbauen bestellt. Eine Keychron Q6 als Barebone, einzelne Schalter und dazu Tastenkappen. In diesem Video seht ihr, kriege ich das zusammengefummelt, so als Totalanfänger? How about no? Und wenn ja, wie lange dauert das? Vor allem lohnt sich das am Ende. Spoiler, es hat zumindest nicht reibungslos geklappt. Bleibt dran. Liebe Hackerinnen, liebe Internetsurfer, herzlich willkommen hier bei. Dieses Video wird gesponsert von NordVPN. Ihr könnt mit NordVPN viele praktische Dinge machen, zum Beispiel Geld sparen. Wollt ihr zum Beispiel einen Flug oder Mietwagen buchen, beeinflusst der Ort, an dem euch die Buchungswebsite vermutet, häufig den Preis. Da kann ein Mietwagen schon mal ein paar 100 Euro weniger pro Woche kosten, wenn ihr euch mit NordVPN einfach irgendwo anders hintunnelt. Mit dem NordVPN-Client könnt ihr mit ein paar Mausklicks einfach ein paar Länder durchprobieren. Exklusiv über nordvpn.com/ct3003 bekommt ihr Rabatt aufs 2-Jahres-Paket und die Bedrohungsschutzfunktion gratis obendrauf. Und falls ihr später merkt, dass ihr es doch nicht gebrauchen könnt, ihr habt eine 30-Tage-Geld-Zurück-Garantie. Werbung, Ende. Bevor es mit meinem Gebastel losgeht, kurz mal zur Erklärung, was das überhaupt soll mit diesen teuren mechanischen Tastaturen. Seit ein paar Jahren gibt es den Trend, dass Leute sich besondere Tastaturen bauen oder kaufen. Es geht da auch ums Aussehen, klar, aber mich persönlich hat das Thema gepackt, weil das Tippgefühl und der Sound einfach so ein Ledersessel-Luxus-Feeling vermitteln, das ich auch gerne haben wollte. Weil man sich da so ein bisschen wie so ein echter Schriftsteller fühlt. So Hemingway-mäßig auf seiner massiven Schreibmaschine. Ja, bisschen peinlich, aber ja. Und über meine Versuche, sowas als fertiges Produkt zu kaufen, habe ich ja schon ein Video gemacht. Und viele Leute hatten da kommentiert, dass sie ähnliche Erfahrungen haben wie ich. Andere waren völlig irritiert und haben geschrieben, es gibt doch Tastaturen für 10 Euro. Warum ich nicht einfach sowas kaufe? Ja, klar. Also man kann mit solchen 10-Euro-Dingern natürlich auch Texte schreiben. Aber man kann halt auch sagen, boring. Ich verbringe jeden Tag so viele Stunden mit dieser Tastatur, da kann ich mir auch was Edles gönnen. Und dann gab es noch die Kritik, warum ich so auf einen Hersteller fokussiert bin, nämlich auf Keychron. Und das ist tatsächlich legitime Kritik, hat aber wirklich einfach mit meinen persönlichen Vorlieben zu tun. Ich finde deren Tastaturen vom Aussehen sehr schön clean und neutral, während die meisten anderen mechanischen Tastaturen diesen RGB, Science-Fiction, Gaming-Hardware-Look haben. Und den mag ich persönlich nicht so gerne. Aber natürlich machen von der Sache her auch Cherry, Corsair, Shakun, Ducky, Razer, GMMK und andere gute mechanische Tastaturen. So, los geht's. Ich wollte ja eine 100% Full-Size-Tastatur mit Ziffernblock und hatte fertig keine gefunden, die mich vollständig überzeugt hat. Deshalb habe ich mir Folgendes bestellt, direkt bei Keychron, und ich weiß, es ist fucking teuer. Und wenn ich darüber kein Video machen würde, hätte ich auch definitiv nicht so viel Geld dafür ausgegeben. Also, sogenanntes Tastatur-Barebone, also nur das Gehäuse mit Aufnahmen für die Schalter, und zwar das Keychron Q6 ISO mit Drehknopf für 185 Euro. 110 rote Gateron Pro Switches für 19 Euro und ein Keycap-Set mit deutscher Tastenbelegung im Early 90s Retro-Style für 40 Euro. Obendrauf kommen noch 23 Euro Porto. Summa summarum sind das 267 Euro. Ich sage übrigens Euro, obwohl auf der Rechnung hier Dollar steht, aber der Kurs ist zurzeit nahezu 1:1. Ein paar Wochen später war das Paket aus China dann auch bei mir und ich konnte losbasteln. Ohne jegliche Vorbereitung. Ich hatte mir auch extra kein Video oder so angeschaut vorher zum Aufbau, sondern ich wollte wissen, ob das einfach so klappt und wie lange das dauert. Tatsächlich war das Ganze am Ende wirklich deutlich einfacher, als ich gedacht hatte. Man steckt wirklich einfach nur die Switches ins Gehäuse und man muss lediglich darauf achten, wo oben und unten ist. Aber ja, da wo die beiden Drahtkontakte sind, ist oben, und dann steckt man die Switches einfach in die Löcher rein. 23 Minuten hat das bei mir gedauert, bis alle Switches drin waren. Übrigens, die Gateron Pros sind vorgeschmiert. Es gibt aber auch Switches, die man manuell schmieren muss. Das hätte natürlich länger gedauert. Ja, und als alle Switches drin waren, kamen die Keycaps, also die Tastenkappen. Müsste man sich die alle einzeln raussuchen, würde das auch sehr lange dauern, aber netterweise waren die direkt im Karton so angeordnet, wie sie am Ende auch auf die Tastatur gehören. Die drückt man da einfach auf die Switches drauf und dafür habe ich nochmal 14 Minuten gebraucht. Also insgesamt 37 Minuten für den kompletten Zusammenbau. Das finde ich eigentlich recht unproblematisch. Aber
Als ich das Teil dann das erste Mal an den Rechner gehängt hatte, da funktionierten ziemlich viele Tasten nicht. 18 Stück genau genommen. Testen kann man die Tasten übrigens mit der VIA-Software, die läuft einfach im Browser. Man muss dafür nur die Q6 JSON-Datei von Keychron herunterladen. Die URL habe ich in die Beschreibung gepackt. Und ich hatte natürlich einen kurzen Schockmoment wegen der kaputten Tasten, weil ich natürlich sehr wenig Lust drauf hatte, die Tastatur zum Hersteller zur Reparatur zurückzuschicken. Ich habe dann aber mal mit den mitgelieferten Werkzeugen Keycap und Switch von einer nicht funktionierenden Taste abgezogen und siehe da, ein Drahtpin war umgebogen. Spulen wir mal kurz zurück. Weil Gateron die Switches einfach so ungeschützt in diesen Kunststoffzylinder verpackt hat, waren schon beim Rausnehmen viele Pins verbogen. Das war mir schon beim Zusammenbauen aufgefallen. Ich habe die dann halt immer so notdürftig mit den Fingern gerade gebogen. Und bei den 18 nicht funktionierenden Tasten war das eben nicht gut genug gerade gebogen, sodass die beim Draufdrücken verbogen sind. Also alle nochmal rausnehmen und mit einer Zange gerade machen. Ja, und das hat geklappt, aber nur ganz, ganz knapp. Im Karton hätten 110 Switches sein sollen, 108 brauchte ich für die Tastatur. Am Ende waren nur 109 drin und bei einem ist beim Geradebiegen ein Drahtpin abgerissen. Also eine absolute Punktlandung. Habe ich wirklich Glück gehabt. Das ist definitiv ein Kritikpunkt. Switches mit so fragilen Drahtpins sollte man vielleicht nicht einfach so in eine Kunststoffbox reinschütten, Gateron. Am Ende hat das Troubleshooting mit dem Geradebiegen ungefähr nochmal eine halbe Stunde gekostet. Insgesamt also vom Auspacken bis zur komplett funktionsfähigen Tastatur etwas über eine Stunde. Alles im grünen Bereich, finde ich. Ja, aber wie ist sie denn jetzt, diese unnormal teure Tastatur? Also erstmal ist das Teil wirklich ein Schlachtschiff. 2,5 Kilo wiegt die fertig zusammengebaut. Ja, und das wirkt schon wertig. Außerdem gefallen mir die Tastenkappen sehr gut. Die sind nämlich nicht aus ABS-Kunststoff wie bei den meisten anderen Tastaturen, sondern aus PBT. Das ist deutlich härter und das merkt man beim Tippen auch. Ich finde, das fühlt sich fast so ein bisschen keramikmäßig an. Ja, und ABS kann auch leicht speckig werden auf Dauer. Also PBT sollte widerstandsfähiger sein. Bin ich mal gespannt, wie das auf Dauer so ist. Ich weiß nicht, ob man das gut sehen kann, aber hier im Vergleich mal die PBT-Tastenkappen meiner Q6 und die ABS-Caps von der billigeren Keychron K8. Man fühlt auf jeden Fall, dass die K8-Kappen weicher sind und der Sound hört sich auch ganz anders an, obwohl es die gleichen Switches sind. Nett ist auf jeden Fall bei der Q6, dass man mit der VIA-Software jede Taste ummappen kann. Also zum Beispiel kann man sich auch Makros auf diese 4 Zusatztasten legen. Für Teams-Meetings habe ich mir zum Beispiel die Mikrofon-Stumm-Tastenkombination, also Ctrl-Shift-M, auf diese Taste hier rechts gelegt oder auch mal so ein Shruggy hier hin. Taschenrechner poppt hier auf und der Taskmanager mit dieser Taste. Über den Knob, also den Drehregler, habe ich noch keine endgültige Meinung. Da ist standardmäßig die Lautstärke drauf gemappt, aber dafür habe ich einen Regler an meinem Audio-Interface. Ich habe jetzt einfach mal die Cursor-Tasten, also rechts, links, da drauf gelegt und kann damit dann so im Video spulen. Mal sehen, ob das praktisch ist auf Dauer. Ein paar Kritikpunkte gibt es auch. Es gibt komischerweise weniger Blinkmuster bei den teuren Q-Tastaturen als auf den billigeren Keychron K-Modellen. Zum Beispiel fehlen auf den Q-Modellen diese Sachen, die beim Tippen so Animationen machen. Also wenn ich eine Taste drücke, dass dann so Lichtmuster rechts, links kommen. Und warum kann man die K-Modelle bitte auf Wunsch kabellos über Bluetooth betreiben, die teuren Qs aber nicht? Hä? Okay, dafür läuft die VIA-Software nicht auf K-Tastaturen, die kann man also nicht so einfach umprogrammieren. Tippen macht auf der Q6 auf jeden Fall Spaß. Ich bin aber noch nicht hundertprozentig zufrieden mit dem Sound der Leertaste. Der ist mir noch ein bisschen zu metallisch, so pingy. Vielleicht dämpfe ich das Ding noch mit Klebeband im Gehäuse oder fette die Stabilisatoren nochmal nach. Und ihr merkt, dieses mechanische Tastaturding ist wirklich so ein endloses Kaninchenloch, wo man dann ständig am Rumoptimieren ist und irgendwas moddet und nachschmiert. Aber so ist das ja mit Hobbys. Das macht ja auch ein bisschen Spaß. Falls ihr mich für komplett bescheuert haltet, dass ich eine 270€ Tastatur benutze, schreibt es gerne in die Kommentare und gerne den Channel abonnieren. Tschüss.